Wenn Sie heute ein Portfolio aus PV oder Windparks betreiben, dann kennen Sie dieses Bild wahrscheinlich sehr gut. SCADA läuft in einem System, Workorders in einem anderen. Excel-Listen laufen im Hintergrund. E-Mails gehen an Subunternehmer. Und irgendwo entsteht einmal im Monat ein Reporting für Ihre Investoren. Meistens mit erheblichem manuellem Aufwand. Das eigentliche Problem ist nicht das Monitoring, das eigentliche Problem ist die fehlende Prozessintegration. Wir sind eine Unternehmensberatung und unser Ansatz lautet, wir machen operative Exzellenz digital. Was Sie in diesem Video sehen, ist kein theoretisches Konzept. Es ist ein realer Use Case, den wir gemeinsam mit einem Kunden aus der Energiebranche umgesetzt haben. Einem Betreiber von PV- und Windparks, der genau vor dieser Herausforderung stand. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie dieses O&M Operating System aufgebaut ist, von der ersten Störungsmeldung bis zum Executive Dashboard. Wir gehen durch das Asset Register, das Incident Management, die Work Orders, Claims and Warranty, das Contractor Management und schließlich das Management Dashboard. Alles in einer durchgängigen Systemlogik, gebaut in Monday.com. Jede professionelle Betriebsführung beginnt mit einem sauberen Asset-Modell. Was Sie hier sehen, ist unser Asset Register Board. Für jeden Standort hinterlegen wir eine eindeutige Asset-ID, den Asset-Typ, ob PV, Wind oder BESS, die Region, die installierte Kapazität in Megawatt, das zugehörige SLA-Level und den aktuellen Betriebsstatus der Anlage. Unser Kunde hatte vor dem Projekt seine Asset-Daten über mehrere Excel-Dateien und SharePoint-Ordner verteilt. Der einzige Schritt zur operativen Exzellenz war deshalb dieser: eine einzige verbindliche Datenbasis zu schaffen, mit dem Status jeder Anlage auf einen Blick. Warum ist das so entscheidend? Weil jede KPI, die wir später berechnen, Verfügbarkeit, MTDR, Energy Loss, an genau diesem Fundament hängt. Ohne eine klare, strukturierte Asset-Basis haben wir keine belastbare Portfoliotransparenz. Sie haben Daten, aber keine Steuerungsfähigkeit. Kommen wir zum operativen Kern. Hier sehen Sie unser Incident Management Board. Ein SCADA-Alarm erzeugt ein Ticket. Und jetzt entscheidet sich, ob Ihre Organisation reaktiv oder systematisch arbeitet. Ein Incident durchläuft bei uns klar definierte Statusphasen. Von New über Triage und Deployment, Planning bis On-Site, Remote Diagnosis, QA Review und schließlich Closed. Das klingt simpel, aber in der Praxis ist genau diese Disziplin der Unterschied zwischen Chaos und Kontrolle. Unser Kunde berichtete uns, dass vor der Einführung dieses Systems durchschnittlich 30% der Inzidenz ohne klare Statusdokumentation geschlossen wurden. Ein erhebliches Risiko für SLA-Nachweise und Investoren-Reportings. Was Sie auf der rechten Seite sehen, ist die KPI-Logik dahinter. Wir erfassen Downtime in Stunden, die betroffene Anlagenleistung in Megawatt und den aktuellen Strompreis. Daraus berechnet das System automatisch den Energy Loss in Euro. Und plötzlich wird aus einer technischen Störungsmeldung ein monetär greifbarer Business Impact. Das ist der Unterschied zwischen technischer Dokumentation und echtem Management Reporting. Im Sinne von Six Sigma arbeiten wir hier in den Phasen Define und Measure. Wir definieren klar, was ist das Problem, und wir messen konsequent, wie groß ist es wirklich. Die KPIs, die wir hier erheben, MTTR, SLA-Erfüllung, Wiederholfehler und monetärer Schaden, bilden die Grundlage für datengetriebene Entscheidungen. Ein Incident ist erst dann gelöst, wenn die Umsetzung im Feld funktioniert. Und genau hier entstehen in der Praxis die größten Effizienzverluste. Falsche Ersatzteile, fehlende Qualifikation beim Techniker, OEM-Wartezeiten, Zugangsprobleme oder verpasste Wetterfenster. All das kostet Zeit, kostet Geld und kostet Verfügbarkeit. In unserem Work Orders Board messen wir deshalb konsequent Deployment Delay, First-Time Fix, Kosten pro Einsatz und Contractor Performance. Die First-Time-Fix-Rate ist dabei einer der stärksten Hebel im gesamten O&M. Bei unserem Kunden lag dieser Wert zum Projektbeginn bei unter 60%. Nach Einführung des Systems und gezielter Prozessoptimierung haben wir diesen Wert signifikant verbessert. Mit direktem Effekt auf die Betriebskosten. Jede zweite Anfahrt auf eine bereits bearbeitete Anlage verdoppelt ihre direkten Einsatzkosten. Bei unverändertem Ergebnis. In der Analyze-Phase von Six Sigma stellen wir hier die entscheidenden Fragen. Warum scheitern Einsätze beim ersten Versuch? Welche Komponenten verursachen 80% der gesamten Downtime? Pareto-Denken ist kein Buzzword. Es ist operatives Handwerk. Ein Bereich, der in vielen O&M-Organisationen stark unterschätzt wird, Claims and Warranty Management. Nicht jede Störung ist ihr finanzielles Risiko. Viele Schäden sind OEM-relevant, fallen unter aktive Garantievereinbarungen oder betreffen Ersatzteile mit laufendem RNA-Prozess. Wenn Sie das nicht systematisch tracken, verlieren Sie Geld. Still und leise, Monat für Monat. Unser Kunde hatte vor Projektbeginn keinen strukturierten Claim-Prozess.
Erst durch die systematische Erfassung in Claimsboard wurde sichtbar, welches Volumen an berechtigten Forderungen bisher nicht konsequent verfolgt wurde. Das ist kein Verwaltungsakt, das ist aktives Claim-Management, das direkt auf Ihre Marge einzahlt. O&M ist zu einem erheblichen Teil Vendor-Management. Sie steuern Elektriker, Seilzugangsteams, Grid-Spezialisten und BESS-Techniker, oft parallel, oft über mehrere Regionen hinweg. In unserem Contractor Board sehen Sie SLA-Response-Times, Stundensätze und den Contractor-Status, ob ein Dienstleister aktiv, inaktiv oder gesperrt ist. Sie können Dienstleister objektiv vergleichen und strategische Entscheidungen auf Datenbasis treffen, nicht auf Basis von Bauchgefühl. Und ein Thema, das in der Digitalisierung oft unterschätzt wird: Integration. Digitale Transformation scheitert selten an den Tools selbst. Sie scheitert an fehlender Prozessverbindung. In unserem Integrationslog überwachen wir SCADA-Fehlermeldung, Authentifizierungsfehler und Duplikatalarme. Das entspricht der Control Phase in Six Sigma. Prozessstabilität ist kein Zufall. Sie ist das Ergebnis konsequenter Überwachung. Und ein Thema, was in der Digitalisierung oft unterschätzt wird: Integration. Digitale Transformation scheitert selten an den Tools selbst. Sie scheitert an fehlender Prozessverbindung. In unserem Integration Log überwachen wir SCADA-Fehlermeldung, ERP-Sync-Protokolle, Authentifizierungsfehler und Duplikatalarme. Das entspricht der Control Phase in Six Sigma. Prozessstabilität ist kein Zufall. Sie ist das Ergebnis konsequenter Überwachung. Jetzt kommen wir zum Punkt, der für Geschäftsführung und Investoren den entscheidenden Unterschied macht. Was Sie hier sehen, ist unser Executive Dashboard. Alle Ebenen des Systems zusammengeführt in einer einzigen Ansicht. In der oberen KPI-Leiste erkennt jede Führungskraft in Sekunden die aktuelle operative Lage. Offene Inzidenz, kritische Tickets, gesamte Downtime, den monetären Gesamtschaden und die First-Time-Fix-Rate als direkten Effizienzindikator. Kein Telefonat, kein manuelles Reporting. Darunter sehen Sie 4 Verteilungsdiagramme, die sofort Handlungsfelder sichtbar machen. Nach Priorität, Asset-Typ, Region und Contractor. Das sind die 4 Dimensionen, entlang derer operative Entscheidungen getroffen werden müssen. Sie sehen auf einen Blick, wo der Druck am größten ist. Im unteren Bereich vervollständigt das Dashboard das Bild. Das Status-Monitoring zeigt den aktuellen Fortschritt aller offenen Tickets. Der Timeline-Trend macht sichtbar, wann operativer Druck entsteht und ob er zunimmt. Und das Cost-by-Contractor-Widget macht Vendor-Performance finanziell transparent. Die Grundlage für jedes paktenbasierte Dienstleistergespräch. Das ist kein statisches Monats-PDF mehr, das ist ein Live-Steuerungsinstrument. Und es ersetzt bei unseren Kunden ein manuelles Reporting, das bisher 2 Arbeitstage pro Monat gekostet hat. Damit sprechen wir die Sprache, die zählt, die Sprache des CFO. Was Sie in diesem Video gesehen haben, ist kein Ticketsystem und keine einfache Aufgabenverwaltung. Es ist ein vollständiges O&M Operating System, umgesetzt in einem realen Projekt mit einem Kunden aus der Energiebranche. Ein System, das Technik, Field Service, Vendor Management, Claim Management und Continuous Improvement in einer durchgängigen Logik verbindet. Wenn Sie wissen möchten, wie das konkret für Ihr Portfolio aussehen kann, laden Sie jetzt unsere kostenlose Executive Summary zu diesem Use Case herunter. Sie finden den Link direkt in der Videobeschreibung. Auf unserer Website erhalten Sie den vollständigen Überblick über Systemarchitektur, KPI-Logik und die Ergebnisse aus dem Kundenprojekt. Kompakt auf einer Seite zusammengefasst. Schauen Sie vorbei, denn wir machen operative Exzellenz digital und wir zeigen Ihnen gerne, wie das für Ihr Portfolio konkret aussieht.